So, hier sind wir bei einer neuen Folge von The Outer Worlds. Und aktuell ist die Mission morgen, jetzt und immerfort. Das machen wir. Wir werden, glaube ich, den Hypochonder hier nicht unterstützen, weil das bringt ja auch nichts. Ne? Also wenn wir jetzt dem was geben, dann sucht er sich was Neues raus, was er machen kann. Somebody's been running around town raving about a colony ship. Plague must have gone into their brain matter. Ich habe die Medizin, die du wolltest. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. Das beste Stress ist jetzt annehmbar. Aha, was? Das ist aber nicht gut. Ich bin neugierig, wer wird diese Medizin jetzt bekommen? Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Was tust du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Mhm. Okay, alles klar, ciao. Das läuft doch alles wie's Katzelmoha. Eine Handvoll Taugenichtse. Wenn ich jetzt... Hallo? Somebody's been running around talking about the Hope. Wonder if that's a new drug of some kind. What? Ich hab's jemand anderes gegeben. But why? I was dependent on you. Ja, du. Does it feel good? Robbing an old man of Du his bist nicht last krank. shred of hope? Ein bisschen schon, ja. You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you're just here to watch me die, or what? Du bist nicht krank. Please, wander around. Touch things. I'm awfully contagious. Okay. Please. Okay, der Martin Abernathy mag mich jetzt nicht mehr. I've been feeling pretty low these days. Ich habe was für dich. Something to report? Kopfgeld. We pay by the finger. What do you have for me? Einmal Guillaume Antrim. Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a Guillaume. freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. Was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Jo, Doc Mabel. Mabel Burgess. Age 37. Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Und Bertie Cotton. Here we are. Bertie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Ja, das beste Stress ist jetzt freundlich. Okay, ich mag die Firma. Was ist das? Junior Hilfsgendarmen. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. So enden so viele von euren Leuten als Plünderer. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Ah, okay. Das beantwortet meine Frage eigentlich nicht. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn Marauder. None of them get my sympathy. Ja, ich habe gehört, ein Arbeiter hätte sich erschossen. Eugene, glaube ich. I recall young Eugene.
Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much adrenatime. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of adrenatime. What's on your mind? Eigentlich über nichts. Gut. Hier, die Stoßpistole. Beschaden pro Sekunde. Das Maschinengewehr. Nehme ich mal hierher. Okay, das ist eine neue Waffe. Ja. Wow. Gut. Okay, cool. Okay. Ich habe hier noch Stirb, Roboter Stirb. Und das ist jetzt nach rechts. Warum ist es jetzt nach rechts? Stirb ist doch da drin. Warum soll ich jetzt hier nach rechts gehen? Okay, ich tue es jetzt mal. Ich glaube, dass es falsch ist. Was ist denn das? Gott, das ist eklig. Okay, außenrum. Kann es das sein? Ja, okay, alles klar. Also. Hier ist klar. Nein, nicht klauen. Okay. Wenn es nicht klauen ist, nehme ich es mit. Cool. Aha. Hier war ich noch nicht. Da scheinen alte Lagerhäuser oder so zu sein. Oder einfach alte Häuser zu sein. Ich glaube, jetzt komme ich dahin, wo ich hin müsste. Okay, irgendwas passiert gerade. Oh Gott. Da habe ich ja erschreckt. Oh. Alter Roboter. Ich habe keine Ahnung, wie gut das du bist. Ah. Cool. Das war überraschend einfach. Die Waffe ist anders, sage ich jetzt mal. Warum komme ich da nicht rein? Da war was? Ja, das sind diese, das habe ich gesehen von der anderen Seite, ne? Da bin ich schon angelaufen auf der anderen Seite. Ja, okay, alles klar, cool.
Ethologische Aufzeichnungen, Fortpflanzungsgewohnheiten des Pterodochens. Ach, die habe ich schon gesehen. Kein Van Eyck, auf Terra 2 zugewiesener Ethologe im Auftrag von Spacer's Choice. In dieser Woche habe ich beschlossen, die Paarungsgewohnheit des Pterodochens zu studieren. Die weiblichen Pterodochen verlassen morgens ihre Nistbereiche und kehren nachmittags mit zufällig erscheinenden Objekten zurück, zumeist Dingen, die blinken oder glitzern. Mit diesen Objekten konstruieren sie Kunstwerke und führen eine Art Tanz für das männliche Publikum auf. Wenn ein Männchen mag, was es sieht, ziehen die beiden ab und nisten zusammen in einem der nahegelegenen Bäume. Gerald, falls du das hier liest, ich habe es satt, auf dich zu warten. Sammle meine Sachen ein und triff mich am nächsten Standort. Und verspäte dich nicht, ich erwarte von meinen Assistenten Pünktlichkeit. Ja, der Assistent, der schafft es nicht mehr rechtzeitig. Er wollte wahrscheinlich gerade packen, weil der Schlafsack schon zusammengerollt ist. Alpha-Möter. Das heißt, haben wir diesen Nebenquest auch abgeschlossen. Hey. Bring us honor, soldier. Du musst um den Speer keine Sorgen mehr machen. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. And the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Du hast eine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Ich sagte, wenn ich sie gefunden habe. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Stufenaufstieg! Okay, Fertigkeiten. Was nutze ich jetzt? Du hast die Dialogkampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du natürlich werden diese durch automatisch einen Status verlegt. Okay, cool. Und überzeugen. Hier bin ich schlechter geworden, ne? Um 5. Wow. Hier muss ich mal noch besser werden. Auf 40. Schalte den dritten Medizinmixplatz für den Inhalator frei. Und eigentlich auch hier mal. Aber ich habe noch Vorteile. Und zwar, ja, ich kann noch mal hier was nutzen. Grundleben ist nicht schlecht. Ich glaube, Grundleben mache ich jetzt. Händlerpreise, Begleitertötungen. Tragikapsel ist auch cool. Aber ich nehme das Grundleben. Der Ausweichsprung, die Aufzeichnung und die Kampffähigkeit und den perfekten Block. Okay. Drücke D. Das ist die Springentaste. Also die Ausweichtaste. Welche Quest habe ich gerade aktiv? Okay, finde Ludwigs Geheimwaffe. Toilettenkantine von Edgewater. Gut. Da war ich schon mal drin. Ludwigs Bündel. You think corporate's ever gonna visit? Hallo. Hab ich? Oh wow, jetzt muss ich gleich wieder zurücklaufen.
Hey, hey, Ludwig. Lücke. Bring us honor, soldier. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. Mhm. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Das klingt lustig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. Ah, I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. warum habe ich das Gefühl, dass ich es bereuen werde? I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Wie soll ich an eines dieser Logikmodule gelangen? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Mhm. Wie lautet der Plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Schwarze ist mitten im Nirgendwo. Du hast keine Kontaktperson. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Das kann ja nicht so schwierig sein. If you die horribly, I will pour out a can of Zero G to your memory. Wie großzügig. Ja gut, ich muss jetzt theoretisch mit Reed reden und mit Reed reden. Also ich muss so oder so mit Reed reden. Easy. Dann bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sowieso die Hauptquest weitermachen muss. Help the chairman and Mr. Clark. Defeat our foes. Das ist da oben. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich muss da rein. Ich gehe in die Konservenfabrik. Ach ja, ich kann natürlich den Aufzug einfach benutzen. Ne? Habe ich das hier schon benutzt? Hinweis: Die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Warum beruhigt mich das nicht? Hinweis: Plane die Termine für deine Krankentage. Aha. Mit deinen Spacer's Choice Vorarbeiter und oder Vorgesetzten. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Familie. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen. Was? Verlorene Stunden müssen im Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit in Geist, Verstand und Charakter wider. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unserem ansässigen Vikar zu arrangieren. Ja, nein. Okay. Ich stehle trotzdem nichts. Ich möchte aber jetzt ganz kurz mal... Aber eigentlich ist hier nichts dabei, was ich mir kaufen könnte, ne? Weil alles so teuer ist. Steht da am Preis... Ja gut, geht eigentlich 200, ne? Ein 17er Helm. 17er Helm. Das ist nicht schlecht. Kann ich den vergleichen? Mit meinem Helm? Nein. Okay, kann ich nicht. Okay, dann gehe ich wieder. Ich glaube, dass ich hier im Endeffekt herunten... Pick me. Oh.
Also, das ist keine Treppe. Aha, das ist sehr appetitlich. Nachrichten von R. Thompson an P. Granger. Phyllis, angesichts deiner guten Arbeitsleistungen und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Spacer's Choice Familie behandeln lassen, die durch solche aneinfallen, aber dies ist mir nicht möglich. Die Arzneiprivilegien sind streng leistungsabhängig. Bitte teile deine Arzneiration unter keinerlei Umständen einem anderen Arbeiter mit. Wir sitzen alle im selben Boot. Persönliche Daten? Kann ich das? Ah, Passwort Neuling, Passwort aktiviert. Willkommen, Peak Ranger. Fortsetzen. Theodor, letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe darüber nachgedacht, weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor, erledigt eure Arbeit, kommt pünktlich, lächelt, dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Ein guter Anfang? Ja, ich weiß nicht. Aus dem Büro von Reed Thompson, Administrator des Außenpostens. Die Symptome der Infektion haben nun einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe unsere Mitarbeiter instruiert, den alten Wohnsitz in ein Krankenlager umzufunktionieren. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Und als Mitglieder der Spacer's Choice Familie wird von uns erwartet, dass wir uns der Realität stellen. Die Realität ist, dass wir nicht über genügend Arzneimittel verfügen, um alle von euch zu behandeln. Ärztliche Behandlung ist ein Privileg, kein Grundrecht. Wir müssen uns jeden Tag bemühen, zu beweisen, dass wir dieses Privileg würdig sind. Wenn ihr Symptome der einsetzenden Seuche bei euch feststellt, ist es das Beste für euch und eure Familien, den Overall anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Arbeit stärkt den Geist. Physische Krankheit ist ein Zeichen spiritueller Schwäche. Ja, das ist richtig. Was ist das? Wow. Dann benutzen wir den Aufzug. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Ich glaube, von mir wird erwartet, dass ich was sage. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Ich glaube nicht. Bist du Reed? Nee, du musst der Boss der Stadt sein. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Warum sollte ich? Ich arbeite nicht für Spacer's Choice. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Mein Schiff muss repariert werden. Ich suche nach einem Energieregulator. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But
I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Draufgehen? Lass mich raten, ich soll irgendwas für dich erledigen, bevor du mir hilfst. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Was meinst du mit größtenteils verlassen? Das ist ein großer Gefallen. Ja, ich weiß, wo das ist. Die Anlage mit dem Gewächs. Was meinst du mit größtenteils verlassen? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ja. Ich glaube nicht, dass sie sonderlich erfreut sein werden, wenn ich ihnen den Strom abstelle. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Wieso? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Ich habe Edgewater gesehen, die haben einen Grund abzuhauen. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Ich dürfte Deserteure bereits kennenlernen. You spoke with them? Are they keeping well? Du solltest dir selbst ein Bild machen. Believe me, I have tried. Law knows I have tried, but they will not have audience. Ich glaub with dir me. nicht. Nonetheless, they did speak to you, or at the very least, refrained from opening fire on you. That is reason enough for hope. Ich kann nichts versprechen. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith, for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Veil? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. Klar. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ich habe den ersten Begleiter. Oh. Ja, okay, alles klar. Alles klar. We better clear out of Mr. Thompson's office. Okay. Talk. Gut, dann gehen wir mal komplett. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Ja, ja, das komm halt. Komm raus. Oder nicht. Wo ist denn hier? Ah. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag Ja, along. doch, du bist mir with me. sympathisch. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Dachte ich mir schon, Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mench. Oh,
he ain't a liar. He believes every word he says. Ja, It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Kennst du diese Adelaide, von der Reed gesprochen hat? Reed. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. Real big to do. I could hear them both yelling clear from my own place. Ich kann es niemandem verübeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Könnte nicht schaden, wir schauen mal vorbei. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Gut, dann sollten wir jetzt, warte mal, hier Tagebuch, wir haben den Kodex, ja, eine Erkundung, hier Auftragsabhängigkeiten. Ja, okay, alles klar. Begleiter, wir haben Begleiter. Begleiter möchte reden, bla bla bla. Paravati haben wir jetzt ein Begleiterregister. Oh. Sie kriegt einmal mehr Gesundheit. Das ist cool. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Sie kriegt auch eine Rüstung. Oh, schon hat sie eine neue Dinge bekommen. Fernkampfschaden, Rüstungswert, Nahkampfschaden. Ja, Fernkampfschaden. Achso, nee, okay, alles klar. Verhalten. Entfernung, Mittelwaffe, gemischt. Modus aktiv. Nee, mach mal hier. Was ist denn hier? Mach mal defensiv. Eigen ermessen Gegner, sobald der Spieler einen Kampf beginnt. Okay, dann mach mal aggressiv. Escape. Cool. Ich soll mit jemandem reden. Stirbrabateur? Stirbrabateur. Ich sehe gerade hier, ich soll mit dem Vikar reden, aber wo ist denn der Vikar? Das ist das Geothermiekraftwerk, das Botaniklabor. Hä? Tagebuch. Aufträge. Ach, das ist ja so ein Logikmodul, okay. Dann machen wir das. Der Vikar. Wo ist der Vikar? Der ist. Wo ist denn der? Hallo? Das ist das Botaniklabor, aber wo ist denn der Vikar? Das sind die Ausgänge hier. Ja, der Vikar soll in der Kirche sein, ne? Also, die Kirche ist hier. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann.